वेङ्कटेशाय नमः। ॐ वेङ्कटेशाय नमः। Wir fahren gemeinsam mit meinem Freund Lal, seiner Frau Ratika und deren Sohn Anand die 200 Kilometer nach Kozhikode, dem früheren Calicut. Die Kokosnüsse, die wir unterwegs essen, sind etwas fester, aber noch nicht ganz fest und somit eine erfrischende kleine Speise für unterwegs. Lal ist auch ein begeisterter Fotograf und Filmer und so hat Joris Filmpause. Da wir wieder die Küstenstraßen vermeiden, ist die Landstraße relativ frei, die Städte wie Thrissur aber wieder der gewohnte Wahnsinn. Da Kerala ein wohlhabendes Land ist, begegnen wir hier noch vielen Ambassadors. Hier werden wir auch irgendwann das Auto ummelden, so dass es kein Taxi mehr ist und wir können dann auch unauffälliger reisen. Wann das geschieht, weiß jedoch der Himmel allein. Da liegt ja auch mitten in der Kurve, der Taxifahrer, der Rikscha-Man. Der Rikscha-Man was holding exactly in the curve. Und dann kommen wir im Hindustan Kalari Sangam an, in dem seit Generationen Kalaripayat gelehrt wird, die Kampfkunst der Kerali. Ich selbst unterrichte hier seit 10 Jahren klassisches indisches Bogenschießen. Wer sich dafür interessiert, findet entsprechendes auf meinem Kanal. Als wir ankommen, trainieren einige Schüler für ein anstehendes Jubiläum nahe Kannur, bei dem es auch einen Preis zu gewinnen gibt. Tags darauf wird es ernst. Richtig erkannt. Das ist Ratika, Lals Frau. Sie ist eine Tochter des verstorbenen Altmeisters Sami Gurukal. Das 2 Meter lange flexible Schwert ist die schwierigste und gefährlichste Nahkampfwaffe des Kalaripayat. Die gesamte Vorführung ist auch auf meinem Kanal zu sehen. Die Gruppe des Hindustan Kalari Sangam machte den ersten Preis. Dann ging es weiter von der Küste aus wieder hoch hinauf in die Nilgiris-Berge nach Wayanad, einem großen Natur- und Landschaftsschutzgebiet. Erst vor wenigen Jahren wurde diese Straße hier neu hergerichtet. Beim Serpentinenfahren zeigt mein Ambassador eine Schwäche. Beim Herunterschalten vom 3. in den 2. Gang klappt es einigermaßen, solange ich nicht zu viel Gas gebe. Aber vom 2. in den 1. kann ich nur dann schalten, wenn die Drehzahl ganz unten ist. Und wie soll das gehen, wenn man bergauf und manchmal steil bergauf fährt? Also muss ich in so einem Fall stehen bleiben, schalten und dann wieder anfahren. Das gefällt der Kupplung gar nicht und verlangt viel Zehenspitzengefühl. Lecker, lecker.
Keralinensischer Snack. 700 Rublinger für ein blaues Zimmer. Schön blau. In Manantawadi nehmen wir ein blaues Zimmer in einem kleinen Hotel. Es ist spät, als wir ankommen, und so gibt es zum Abendessen Trockenfutter mit Bananen und Wasser. Teller 120 Rupees. Snack, Erdnuss und so bisschen so Nudeln. Nudelzeug, ja. Ja, auch gut. Und 15 Rupees. Nee. 20. Moment. Hast du die Rechnung gehalten? Oh, 70. Der Wucher. 70 Rupees, aber immerhin, ne? Das ist ein Pfund bestimmt. Komisches Maß, 640 Gramm wahrscheinlich. Ja, so leben wir hier im fernen Indien, im wilden Hindustan. Morgen, 6 Uhr, Hotel verlassen und indische Bisons jagen. Und Elefanten und Tiger. Tiger, ja. Dijon. Als wir dann in den Morgen starten, tauchen wir erst einmal in dichten Nebel, als wir in den Wayanad Wildlife Sanctuary fahren. Und dann sehen wir den ersten wild lebenden Elefanten. Und ein paar Meter weiter eine ganze Herde. Das Aussteigen ist hier streng verboten und den Motor sollte man auch laufen lassen. Gegenüber ein Rudel Dammwild. Das frühe Aufstehen hat sich also gelohnt. Wir kommen Nachmittag in Mysore an und finden ein zentral gelegenes und bezahlbares Hotel. Wir werden noch den Markt besuchen und sind ansonsten offen für alles. Schwirreliger Abendverkehr füllt die Straßen und Plätze. Moment mal, habe ich das richtig gesehen? Tatsächlich, ein berittener Polizist. Er steht da und alleine seine Präsenz scheint Ordnung zu garantieren. Damit es bei diesem Lärm auch jeder mitbekommt, ob er fahren darf oder nicht, senden hier die Ampeln schrille Pieptöne aus. Am nächsten Morgen erkunden wir die Stadt zu Fuß. Unterwegs bieten Schreibmaschine schreibende Männer ihre Dienste an, denn amtliche Papiere müssen mit Maschine getippt oder über den Computer ausgedruckt werden. Und da die Zahl der Analphabeten und Tippunkundigen in Indien noch relativ hoch ist, scheint das ein lohnendes Geschäft zu sein. Das sind echte Profis, die sich angeregt mit der Kundschaft unterhalten können und ganz nebenbei in flottem Tempo tippen. Nachdem wir ein Museum besucht haben, höre ich aus einem Nebengebäude Musik und neugierig wie ich bin, zerre ich Joris mit mir. Wir werden zuerst höflich abgewiesen, aber dann doch hineingebeten und bekommen sogar einen besonders guten Platz. Es handelt sich hierbei um die Jahresabschlussfeier einer Mädchen-Highschool. Gerade werden traditionelle Lieder vorgetragen. Die Absolventinnen dieses Jahrganges scheinen nicht gerade vor Begeisterung zu sprühen. Aber keine Angst, die können auch ganz anders.